Ich glaube, einige Hersteller können sich demnächst warm anziehen. Die Japaner kommen. Nissan. Es gibt übrigens diese ähnliche Fronten schon in der Volksrepublik China. Da werden die schon gebaut. Auch der Ford, der neue, den gibt es in China schon. Und die kommen jetzt so langsam rüber nach Europa. Das ist der neue Interstar von Nissan. Ich glaube, den sehen wir wahrscheinlich demnächst bei einigen Reisemobilherstellern. Das könnte gut möglich sein. Ich sage, Wettbewerb belebt ja bekanntlicherweise das Geschäft. Und optisch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ein wirklich sehr, sehr schöner Kastenwagen. Er scheint auch eine richtige Breite zu haben. Das heißt also für die Ausbauer ganz sicherlich ein sehr interessantes Fahrzeug. Ja, der Mercedes-Benz ist ganz sicherlich kein interessantes Fahrzeug, weil die Kanten unglaublich schlecht sind. Man kann da schlecht irgendwas reinbauen. Hier ein bisschen anders. Hier haben wir eine schöne Studie, eine Wohnmobilstudie hier drin. Hast du schon gesehen? Hast du reingeguckt? Ja, das ist ein modulares System, was du halt ins Fahrzeug reinschiebst. Ne? Das kannst du im Grunde genommen in jeden Kastenwagen reinschieben, weil es, ich sag mal, ja, in jedem Kastenwagen einfach reinpasst. Du siehst hier die Seitenwände, die ich hier habe. Die kannst du halt zur Seite schieben. Hast du einen breiteren Kastenwagen, kannst du sie etwas weiter draußen lassen und ist er halt schmaler, jetzt wie ein Sprinter beispielsweise, den kann man zusammenschieben. Ne? Jetzt mal eine kurze Frage. Du hast das entwickelt, oder? Bei dir? Einer davon. Ich komme mal kurz zu dir. Warte mal. Ich komme mal raus, Andreas. Plug Van heißt das Konzept. Das wollte ich dir mal zeigen. Ja. Du bist ja der, ich sag mal, Chef von Marine Caravaning. Einer, der wirklich die verantwortlich sind, dass solche Produkte ausgebaut werden. Und der Wagen sieht optisch sehr schön aus. Was hast du hier fabriziert? Erklär mir das mal bitte. Das ist eine Campingbox. Und es geht uns immer um die Flexibilität. Also so kann man den Nissan Interstar für 2 verschiedene Arten gebrauchen. Einmal als Transporter und wenn man die Box in 5 Minuten reingeschoben hat, ohne Mitte, also einfach nur mit dem Akkuschrauber kriegt man das hin, dann kann man den Kastenwagen in den Camper verwandeln. Das Besondere an der Box ist, dass du den Raum komplett ausnutzt, obwohl die Zutrittsbreite ja viel kleiner ist. Und Andreas, du hast es ja schon gesehen, du bist ja auch Kfz-Meister. Man hat hier was Wunderbares geschaffen. Der geht ja so nicht rein. Der ging ja so nicht rein, oder? Der ginge so normalerweise ja nicht rein, aber wie schon gesagt, ne, die Seitenwände, die sind jetzt variabel. Du packst die Box zusammen, rein damit und wenn er drin steht, klappst du es auseinander und dann passt es sich an. Jetzt erklär mir nur mal ganz kurz, das hier oben ist wahrscheinlich, damit es nicht oben am Dach abstützt und nicht, genau. Nee, nicht sondern abstützt, sondern es ist einfach, dass es hübsch ist und auch nach oben hin den Raum schön ausnutzt und nicht auf den leeren Lieferwagendach, auf das Lieferwagendach gucken muss. Ne? Ah, okay, daran lag's, okay. Ja. Das ist natürlich Stealth-Camping pur. Du kannst das zum Beispiel auch jetzt als Vermieter einen ganz normalen Kastenwagen holen, den vermieten theoretisch, oder als Handwerker einfach mal austauschen. Kann man die Box auch einzeln nutzen zu Hause? Einfach mal irgendwo reinstellen in der Garage? In die Garage auf jeden Fall. Also steht nachher wie so eine Absetzkabine auf den 4 Stützen. Und das ist kein Thema, die auch so zu verwenden. Aber die Anwendung ist eigentlich im Fahrzeug gedacht. So, wenn du mal so lieb bist, mir mal zeigst, wie man das rein und raus fährt. Also ist das schwer? Nö, das ist nicht schwer. Genau, wenn du mal so lieb bist, mir mal zeigst, da ist wahrscheinlich eine Sperre drin, die kann man lösen, da kann man es reinfahren, oder? Genau, also was wir jetzt machen müssen, ist im Endeffekt, dass wir... Ungefähr, die Jan kommt mal raus. Genau, ja, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Er hat schon Angst gehabt, du wirst drin bleiben. Genau. Ach, da ist die Sperre, okay. Genau, also wir haben die Seitenteile an 4 Punkten gesperrt. Was ich jetzt mache, ist, ich klappe mir das Dach zusammen. Genial. Ist doch crazy, oder? Ja, auf die Idee musst du erstmal kommen, ne? Dann gucke ich, dass ich hier die Sperren löse von den Seiten. Ja. Ach, die sind dann nochmal fixiert. Dann habe ich es jetzt zur Ladungssicherung, habe ich es aber auf den Stempeln stehen. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich gehe mit dem Akkuschrauber ran. Du hast es mitgezählt. Es war jetzt ungefähr 45 Sekunden bis jetzt. Ah, jetzt geht er hier nochmal hin. Genau, das heißt, du machst die Spannung über den Schrauber. Ladungssicherung. Genau. Okay. Da hebe ich ihn jetzt von den... Was für ein geiles Konzept. Jetzt mal ehrlich. Das gefällt mir. Und dann fahre ich mir das Nein! Ganze zusammen. Andreas, Wahnsinn, ne? Slideouts. Ja. 2 Stück. Ja, das geht doch mit dem Slide-Out, selbst im Kastenwagen. Ja, Slide-Ins. Ja, Slide-Ins, genau. Ist das gut? Das ist der Hammer. Das sagen wir, oder? Das ist absolut der Ja. Ja, guck mal, jetzt kannst du hier an der Seite schon vorbeigucken. Hängst jetzt hier aus und dann ziehst du die Box raus, denke ich mal. Warte, ich mach mal mit hier. Zack. Steht die jetzt auf Rollen oder wird die da reingeschoben und rutscht auf den Boden? Die steht auf Unterbodenrollen. Auf das heißt, genau. okay. Und jetzt kann man einfach mal ausprobieren, wenn ich jetzt nicht vorne noch irgendwas vergessen habe. Nein.
Wie witzig. Dann kann ich es mit einer Person quasi einfach rein und rausziehen. Aber wie viel wiegt die? 400 Kilo. Okay. Also es ist ein bisschen wie so ein schwerer Einkaufswagen. Ja. Ich stütze mich dagegen und dann kann ich es... Ein Gabelstapler oder was nimmst du dann? Nee, kein Gabelstapler. Wollte gerade sagen, wenn ich jetzt weiter raus, die kommen unten Füße raus, wie bei so einem Krankenwagen. Ja? Nein. Nein. Also wir ziehen jetzt einfach. Das kann doch gar Passiert nicht sein, nichts. Jan. Ich dachte gerade, wie kriege ich das Ding denn da raus? Ich weiß nichts Nur mehr. 400 Kilo. Also genau, passiert nichts. Warte mal. Jetzt ziehe ich hier 2 Rastbolzen. Ah, die habe ich hier gesehen, ja? Das gibt's doch nicht. Das hast du alles entwickelt. Also ich nicht. Alles aber konstruiert. Meine Kollegen. Die Kollegen. So, die Rastbolzen. Okay. Genau, So? so dass noch ein Punkt oben offen ist. Die Platte muss ab. Die Platte muss ab, genau. Ja. Die tausche ich jetzt gegen Rollen aus. Ach. Ah, Das heißt, ich mache jetzt hier Rollen drunter das ist ein großer Einkaufswagen. und kann dann das gesamte... Das heißt, du brauchst gar nichts. Kein Stapler, kein gar nichts. Stapler, gar nichts. Ich kann es mit einer Person in 5 Minuten rausziehen. Preis von einem. Zwischen 14.000 und 20.000 Euro. Das ist doch fair. Überleg mal. Sagen die Leute hier auf der Messe auch. Ja. Und kannst du bei jedem Neukauf eines Fahrzeugs immer mitnehmen. Ne? Die Box bleibt wahrscheinlich ein Leben lang bei demjenigen, der sie mal ursprünglich gekauft hat. Ja, genau. Ist das jetzt ein L1 hier? Was war's? Nee, das ist ein L2. Ein L2? L2H2, aber die Box passt in jeden 3,5 Tonner. Jeden 3,5 Tonner. Krass. Und das ist H2. je nachdem, wie lang das Fahrzeug ist, hast du noch zusätzlichen Stauraum, den du noch nutzen kannst, vorne nehme ich an, oder? Genau, Okay. für Fahrräder. Wir haben noch ein kleines Badmodul mit einer Dusche, mit einer Trenntoilette drin, weil unsere Kunden gesagt haben, wir wollen doch eine Dusche dabei haben. Wir dachten zuerst, komm, Dusche braucht man nicht. Auch Dusche ist wichtig. Ja. Ja, das ist cool. Wenn du mal gerade so lieb bist, das noch mal reinfährst für mich. Einmal Ja. ganz kurz, dass man sieht. Also das heißt, du nimmst das. Genau, einmal die wieder drunter machen. Genau. Die kann man einfach drunter klemmen. Dann unteren Rastbolzen ziehen. Ja, ich brauch's gar nicht. Aber wie erreicht Das ist selbsterklärend. Das ist das Geniale, weil es so einfach ist. Ja. Sag mal, hattest du keinen Strom zu Hause? War es zur Corona-Zeit? Wie kommt man auf so eine Idee? Du musst ja Langeweile ohne Ende haben, damit man sich so was aus dem Kopf drückt. Also der Kollege, der sich das ausgedacht hat, hatte tatsächlich das Problem mit seinem Fahrzeug, wo das Fahrzeug kaputt gegangen ist und der eigengebaute Innenausbau aber noch eigentlich gut war. Und dann war ja, die und dann Geschichte, stehst, warum genau. kann ich es nicht rausnehmen, Ja. ins nächste Fahrzeug reintun? Jetzt schieben wir jetzt was rein. Ja. Die Raumausnutzung ist ja genial. Du hast ja fast den ganzen Raum ausgenutzt. Das war's. ja. Genau. Jetzt hänge ich hier wahrscheinlich wieder zuerst ein, oder? Ja. Sag Dann mal, müssen wir wenn ein jetzt Stück das- zurück. Stück zurück, bitte. Sag mal, wenn jetzt das BAG kommt und die gucken nach rein. Das ist Lager. Ist Ladung, gell? Es ist Ladung. Wir haben es zertifiziert mit der DEKRA zusammen. Ja. Wir waren bei DEKRA und TÜV am Anfang und haben unser Konzept vorgestellt. Und die haben gesagt, weil wir gesagt haben, wir wollen hier mal eine neue Art von Camping machen. Und die haben gesagt, ja, aber es ist kein Camper, es ist Ladung. So, und wenn du mal so lieb bist, dass du mal gerade fixierst. Ich würde nämlich gerne noch mal reingucken. Wir haben nämlich jetzt überhaupt nicht erklärt, was alles drin ist. Und das Licht und so weiter, ist jetzt autark oder hängt das irgendwie am Fahrzeug dran, jetzt in dem Fall? Das Licht ist alles autark. Alles autark. Genau. Das Licht ist... Guck mal gerade. Ist toll, oder? Ja, also da muss man wirklich viel Langeweile haben oder extrem viele Ideen im Kopf haben und praktische Probleme schon mal erlebt haben, wo man sagt, das Problem möchte ich jetzt lösen. Und die Lieferzeit von dem Modul? sind 3 Monate. 3 Monate. Das heißt, ihr baut die auf Kundenwunsch, oder? Genau. Also Okay. wir bauen die immer so ein bisschen vor. Wo werden die Dann gefertigt? in Berlin. In Berlin, also deutsche Manufaktur dann. Genau. So. In Berlin. Okay, ich gehe mal kurz rein, oder wenn du mal so lieb bist, einfach mal reingehst und mir mal beschreibst, was du alles siehst, Andreas. Also vielleicht kann... Also ich sehe auf jeden Fall schon mal, ich sag mal so variable Stauraumkisten, ja, die kann ich hier halt öffnen. Die kann ich also dahin schieben, wo ich sie halt haben muss. Dann sehe ich hier eine Spüle, also ein kleines Waschbecken halt, auch dementsprechend halt gesichert halt, eine Arbeitsplattenerweiterung. Das ist ja genial. Das ganze obere Teil zu mir. Nee, erst das ganze obere Teil zu mir. So, warte. Ah, ich so rausschieben. merke, ach jetzt- nee, ne? Da ist der Kocher. Ich werde verrückt. Scheibenkleister. Ja, und jetzt klappe ich das auf, ne? Und lass das. Genau. Und dann kommt der Kocher hier hin, wo ich will jetzt. Halt Ja. da oder da. Dann kannst du schön im Sitzen kannst du kochen. Achso, das Dach, genau. Es ist ein bisschen eng jetzt. Das Dach einfach nach oben schubsen. Einfach schubsen. Ja. Ja, zu stehen. Doch, es streicht zu stehen. Also ich bin 1,82. Sagen wir so ganz gerade geht nicht. Wie hoch ist 1,80 wahrscheinlich jetzt plus minus? Also, wenn das ist wirklich nicht wenn viel das was. Fahrzeug höher ist, dann geht es auch noch höher. Ja, dafür sind die Lamellen hier. Ne? Okay. Genial. Und geschlafen wird dann später hier unten. Dann kann ich das wahrscheinlich, so wenn ich die Anlenkpunkte hier sehe, Das zeigen wir mal. auch nochmal Andreas. hochklappen, oder? Ich kann den kompletten Tisch hochschieben. Warte, ich mache jetzt mal den Kocher grad schnell wieder weg. Ja. Ja, Geht ja alles ratzifatzi.
Keine Ahnung, was die geraucht haben, als sie den erfunden haben. Muss ein langer Aber die Winter gewesen krassen sein. Ideen, Und ja. alles komplett modular, siehst du das? Ist so Oder? Ich gehe davon aus, genau. das geht jetzt hier rüber. Nee, das kann einfach da bleiben. Das Okay. ist nur für die Spüle, genau. Und jetzt einmal links die Rastbolzen und rechts die Rastbolzen wieder rausziehen und lösen. Da muss man genau. Ja, und jetzt? Hoch oder runter? Nee, hoch, aber genau. Ziehen und dann ein bisschen Drehen, sodass- drehen, genau. Ah, ja, ich sehe, okay. Die bleiben dann stehen, wenn man dreht. Okay. Und jetzt ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Ist das leicht, das Hochdrücken? Es geht. Geht. So, bisschen rüber. Kommt man denn auf die ganzen Ideen, ne? Ja, das Schöne ist jetzt, die Chinesen laufen jetzt hier Erledigt, rum. ja. Die machen Fotos. Ja, wahrscheinlich. Und dann? Und jetzt Genau. schlafen? Und jetzt kann man hier unten drunter schlafen. Ja. Aber man kann es komplett als Bett umbauen. Als Bett umbauen? Ja. Und wie? Hier hinter sind die zusätzlichen Bretter. Darf ich das mal sehen? Das Kurz? rausschieben, oder? Jetzt hast du die Chance, dass wir das mal filmen, dann musst du das nicht mehr 100.000 Leuten erklären. Okay, die Hier Polster? sind genau, hier sind die zusätzlichen Bretter und die werden jetzt rausgenommen und dann hier zwischengelegt. Ja, wenn du mal so lieb bist, einmal kurz machst. Okay. Die Leute wollen mal sehen, wie schnell das geht. Ist das ein geiles Konzept? Ja, ich finde es genial. Und das Absolut. Coole ist, du hast ja 2 Schichten. Du hast einen Faradayschen Käfig, du hast ein crash-getestetes Fahrzeug. Ja. Du hast innen dann nochmal einen Käfig. So, gib mal rein. Ach, das ist variabel quasi. Das heißt, Variabel, genau. ja. Falls ich ein breiteres Fahrzeug habe, dann kann ich es einfach auch in einem breiteren Fahrzeug nutzen. stimmt. Das heißt, die Box passt ja in viele Fahrzeuge rein. Genau. Ungefähr die Fahrzeuge, habt ihr das in allen schon getestet? Sprinter geht auch? Ja, Sprinter geht auch. genau. Sprinter geht auch. Und es passt genau von der Höhe. Guck. Jetzt habe ich das. Und das dann hier reinbauen. Das ist ja vollkommen beaeindruckend, ne? Das ist verrückt, hat er gesagt. Ach so. Hier noch so eine kleine ergänzende Matte. Das so zum Ausgleich. Der ist natürlich da jetzt im Sommer, bist ja eh draußen. Und im Ja. Interstar packe ich mir das jetzt hier so rein. In einem breiteren Fahrzeug packe ich es dann so rein. Ist der gut für dich, der Interstar, von der Größe innen? Ja, Ja, super. der ist super. Ja. So, dein Vorname. Florian. Plugvan heißt das Ganze. Genau, wenn du mal das Logo nochmal zeigst, hier auf deinem T-Shirt. Plugvan, da ist es. Also Plugvan könnt ihr googeln, Florian Fey. Was hast du gelernt eigentlich? Marketing und Vertrieb. Marketingvertrieb, das kannst du gut, das kann ich dir sagen. Und hier vorne ist die Tür, man kann es zumachen. Wir gucken uns ganz kurz mal das Cockpit vorne nochmal an. Florian, erstmal vielen Dank dir. Gerne. Danke, Florian. Denn das Fahrzeug ist so schön, Andreas. Und jetzt kommt ja direkt die Jan wieder ins Spiel. Die Jan. Wenn du dich mal gerade reinsetzt, bitte, und mir mal sagst, wie die Sitze sind. Denn das Wichtigste ist ja, wenn man fährt, die Leute sind ja auch ganz bewusst anspruchsvoll, oder? Beim Fahren. Ja, das ist so. Mittlerweile die ganzen Kastenwagen, ich sag mal, die bringen ja auch innen drin auch schon sehr viel Automotive-Charakter mit. Und wenn man jetzt hier das Armaturenbrett sieht, auch, ich sag mal, das Multimedia Center, was in dem Auto verbaut ist, und das Lenkrad, das sieht ja aus wie ein modernen PKW. Ne? Ja. Ja, das Ganze darf ja auch nichts kosten. Wer sich auskennt, Renault und Nissan sind ja zusammen. Ja. Und das hier könnte, wenn du jetzt dahinter so einen kleinen Knubbel hast, wir können ja mal gucken, dann ist es wahrscheinlich ein Renault. Siehst du? Ein Knubbel? Das ist die Radiobedienung. Bei allen so. Renaults ist die Radiobedienung hier an der Seite. Das heißt, Nissan ist Renault. Nissan ist Renault, ja. Das ist also ein Konzern, sagen wir es mal so. Es sind ja viele Konzerne sind zusammen. Der Andreas geht mal auf die andere Seite. Komm, Schatz, lass fahren. Komm, Engelchen, wo fahren wir hin? Ja, wirklich schick hier. Gefällt mir sehr gut, ja. Ist, Auch ganz bequem. ist natürlich voll mit der Folierung und toll mit der Folierung. Da vorne hast du dann noch ein riesen Display. Ja. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass die keine Lederlenkräder Das Abwerk war machen. auch das Erste, was, wenn du es fühlst, ist nicht so schön. Aber der Andreas, der kennt ja Leute, die sowas Ich beledern. wollte gerade sagen, da kann man Lederlenkrad kann man da reinmachen, ist überhaupt kein Problem. Ja. Sollte das ein Problem sein. Also Aber mir gefällt die Front richtig gut. sieht ja sehr bullig sieht der aus. Das Ne? erinnert mich an Ja. so einen Ram. Und du sitzt doch gut hier. Guck mal, du hast hier, kannst richtig die Beine aus. Guck mal, wie ich die Beine. Ich meine, die schwarze Hose fällt natürlich jetzt hier nicht so auf. Aber Da guck sieht mal, man ganz gut. Ne? Ja. Das ist schon der Wahnsinn. Nee, nicht schlecht gemacht. Auch überall Ablagen genug drin. Für Also. mal eine Dose abzustellen. Prima. Der neue Ducato Killer ist da. Das können wir jetzt mal zeigen von Nissan. Ist der jetzt schon verfügbar eigentlich, der Wagen? Der Wagen kommt ab Oktober in den Oktober. Handel. Genau. Der ist schön. Ist richtig wunderschön. Und es gibt es wahrscheinlich in 7 verschiedenen Längen, in 9 verschiedenen Höhen. Erstmal 2 Längen, also L2 und L3 und in 2 verschiedenen Höhen, H2 und H3. Sehr schön. Der Interstar von Nissan. Ich habe gerade eben anmoderiert, der Renault könnte so ähnlich aussehen. Ja, nur unserer sieht aggressiver, bulliger aus. Wir sehen die horizontalen Linien. Das wirkt sehr amerikanisiert mit dem Interstar-Logo. Also wir haben von vielen Besuchern schon sehr, sehr positives Feedback bekommen. Sehr bulliges Fahrzeug.
5 Jahre Garantie, hast du gesehen? Das ist eine Das ist Ansage. schon Wahnsinn, ja, das habe ich gelesen. Das Pendant dazu bei Renault wäre das der Master oder ist das eine ganz eigenständige Baureihe? Das wäre dann der Master, die ist dann der laufen Master. auf derselben Plattform. Okay, das heißt, der wird jetzt komplett neu entwickelt, der kommt auch neu, der Master dann? Genau. Okay, super. Also ist wunderschön. Wir haben uns gefragt, ein Lederlenkrad gibt es auch optional. Ja, theoretisch könnte man das auch optional dazu tun, ja. Okay. Und der wird jetzt wo gebaut? Der wird in Frankreich gebaut. Sehr cool. Interstar von Nissan. Ja, der große neue Ducato Mercedes-Benz-Killer. Wir werden sehen, preislich kostet der 50.000. ja, fix und fertig. mit der Sonderausstattung schon. Allrad auch? Gibt es den später mal? Nee, er hat Nein gesagt, aber da gibt es ja Leute, die sowas umbauen. Ja, mit Sicherheit. Irgendeiner wird sich schon drauf stürzen und das anbieten. Elektrifiziert gibt es den auch? Elektrifiziert wird es ihn auch geben in 2 Varianten mit 87 kWh und 40 kWh Batterie. Sehr schön. Sehr schön. Sag tschüss. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Andreas Marein, John Herzog und wir sind auf Tour auf den Caravan-Salon. Letzter Tag war ziemlich hart. Ja. Wir zeigen euch die Highlights auf der Messe, die keiner gesehen hat.